Mal ganz ehrlich, wenn ihr eurer Frau ein solches Geschenk überreicht, dann wird sie doch mit Sicherheit denken: „Oh je, da hat er sich wieder in der Parfümerieabteilung von irgend so einem verspielten Flakon verleiten lassen und hat auch eigentlich keine Ahnung, ob mir dieser Duft überhaupt zusagt." Nun, in diesem Fall habe ich Glück gehabt und wie ich das angestellt habe und vor allen Dingen, um welchen Duft es sich handelt, zeige ich euch in diesem Video. Wir haben da so ein Ritual. Wir läuten unser Wochenende immer am Freitag nach der Arbeit mit einem Döner ein. Und irgendwann hatte ich einfach mal die Idee, ich könnte das doch als animierte Figur auch nachbauen. Und natürlich wie immer mit den richtigen Details, wie das rote T-Shirt und das falsch rumgetragene Cappy, auch wenn es auf diesem einen Bild ausnahmsweise mal richtig rumsitzt. Zuerst hatte ich überlegt, ob ich diesen Fahrdienstleiter von Fissmann entsprechend ummodellieren könnte. Aber diese Figuren eignen sich eigentlich nur dann, wenn sie nicht nahe am Anlagenrand stehen und vor allen Dingen, wenn man ihnen nicht von hinten auf den Rücken schaut. Und das ist ja bei dem Dönermann berufsbedingt immer der Fall. Die grobe Mechanik von diesen Fissmann-Figuren lässt sich daher für den Zweck nicht einsetzen. Und so musste ich mir überlegen, ob ich die Mechanik nicht komplett verschlossen und versteckt im Rücken dieser Figur unterbringen könnte. Auf der Suche nach passenden Figuren bin ich dann bei Preiser fündig geworden. Da gibt es diese Packung Passanten und die beinhaltet eigentlich alle Figuren, die ich für den geplanten Grillmeister benötige. Für die eigentliche Figur werde ich dann diesen Kollegen hier nehmen. Er hat das Cappy, er hat die richtige Armhaltung. Ja, viel Platz wird nicht bleiben im Rücken für die Mechanik. Und die Beine muss ich auch ändern, weil er ja läuft. Und dafür werde ich dann eine andere Figur aus der Packung nehmen und die Beine entsprechend abschneiden und die beiden Figuren wieder zusammenfügen. Der erste Arbeitsschritt ist gleichzeitig der kniffligste. Es geht jetzt darum, eine saubere Bohrung durch den Körper zu bekommen, damit die Achse, die später den Arm bewegt, auch möglichst in der richtigen Ebene liegt. Ich markiere mir die Einstichpunkte für den Bohrer mit einer kleinen Zentrierspitze, einem Zentrierbohrer mit 0,5 mm. Die eigentliche Bohrung ist später 0,4 mm. Dieser Bohrer weicht natürlich sehr gerne aus. Der Draht aus einem harten Messing hat dagegen nur 0,3 mm und damit sollte er sich später auch leicht in dem Körper drehen. Bei derart kleinen Bohrern kann es sein, dass selbst die kleinste Spannzange von der Mini-Bohrmaschine nicht mehr ausreicht, um ihn ordentlich zu spannen. Ich nehme mir hierfür ein Stückchen Isolierung von einem dünnen Kabel und das ist ausreichend von der Spannkraft, wenn man in weichen Materialien wie in diesem Kunststoff bohrt. Das eigentliche Bohren sollte man mit möglichst geringer Drehzahl vornehmen, damit sich der Bohrer nicht zusetzt und verschmilzt und abbricht. Ich bohre von beiden Seiten, versuche möglichst den richtigen Winkel einzuhalten, aber wenn die beiden Bohrungen nicht komplett fluchten, spielt das eigentlich keine Rolle, weil ja später der Rücken noch für den Exzenter ausgehöhlt wird. Wenn man abschließend mehrmals von beiden Seiten durch das Bohrloch durchgeht, sollte der 0,3 mm Draht eigentlich nachher ohne großes Klemmen hindurchgeschoben werden können. Und jetzt kann man den Arm absägen. Dafür eignen sich die Kreissägeblätter von Proxon sehr gut. Die haben eine Stärke von gerade mal 0,1 mm. Aber es ist wichtig, dass man ein neues Blatt nutzt,
Aber wenn die einmal verbogen sind und flattern, taugen sie für so feine Arbeiten auf jeden Fall nicht mehr. Und bei der Gelegenheit kann man auch gleich das Cappy absägen, weil es ja später verkehrt rum wieder aufgesetzt wird. Trotz dem dünnen Sägeblatt habe ich dann später eine dünne Lage aus einem 0,25 mm dicken Polystyrol sozusagen als Füllstück zwischen Schädel und Cappy wieder hineingeklebt. Und jetzt kann man den Rücken aushöhlen, um Platz für den Exzenter zu schaffen. Ich habe hierfür einen ausgedienten Kugelfräser vom Zahnarzt benutzt. Der neigt nicht so sehr dazu, dass das Material verschmilzt und die Zähne zusetzt. Man muss sich hier sehr vorsichtig rantasten und natürlich auf keinen Fall vorne durch die Brust durchkommen. Und nach und nach kreisförmig die Öffnung etwas erweitern, vor allen Dingen nach unten, damit der Exzenter auf seinem Weg nach unten genügend Platz hat. Die Tiefe der Fräsung lässt sich ganz gut kontrollieren, indem man immer wieder mal den Draht für den Arm in die Bohrung steckt. Und wenn der noch nicht durchpasst, muss man halt noch ein klein wenig tiefer arbeiten. Und der letzte Arbeitsgang mit dem feinen Kreissägeblatt ist das Zertrennen der beiden Figuren auf Hüfthöhe. Dabei ist es von Vorteil, dass unser werdender Grillmeister den einen Arm bereits amputiert bekommen hat und die andere Figur ebenfalls einen Arm etwas erhaben trägt. Man muss hier auf einen möglichst rechtwinkligen Schnitt achten, damit unser Grillmeister nachher nicht krumm vor seinem Dönerspieß steht. Eine kurze Passprobe nach dem Engraten zeigt, dass es nachher eine ganz ansehnliche Figur werden wird. Man sollte natürlich im Vorfeld schon darauf achten, dass die beiden Figuren ungefähr dieselbe Statur aufweisen bzw. denselben Hüftumfang haben. Die Bohrung für die Schubstange erfolgt an der Trennstelle des Oberkörpers genau in der Mitte und sollte im oberen Bereich dann mit der Querbohrung für die Armmechanik fluchten. Ich habe hier einen 0,5 mm Bohrer benutzt, da ich später ein Stück von meinem Oberleitungsdraht benutzen werde und der hat ca. 0,25 mm Durchmesser. Dadurch sollte die Schubstange auf keinen Fall irgendwelchen Zwängen unterliegen. Beim Unterkörper erfolgt die Grundbohrung auch wieder mittig in der Trennstelle und sollte auch möglichst mittig zwischen den Beinen wieder den Körper verlassen. Dann ist die Schubstange nachher im Betrieb sehr unauffällig. Im nächsten Schritt wird die Bohrung noch ein Stückchen aufgeweitet, in diesem Fall mit einem 0,8 mm Bohrer. Man muss nur aufpassen, dass man das jeweilige Ende der Bohrung bei 0,5 mm belässt, damit die Führung für die Schubstange nicht darunter leidet. Der Grund hierfür ist natürlich, dass man beim Verkleben der beiden Figurenhälften mit einer leichten Ungenauigkeit bei der Fluchtung von dieser Bohrung rechnen muss. Zur Sicherheit habe ich die Bohrung dann im Bereich der Trennstelle noch mit einem Kugelfräser erweitert und habe einen Kleberand von einem knappen Millimeter übrig gelassen. Das reicht für eine stabile Verbindung der Figur, aber trotzdem kann die Schubstange in diesem Bereich durchaus noch ein bisschen arbeiten. Man sieht an den Spänen, dass das Material dieser Preiserfiguren sich eigentlich recht gut mit solchen Werkzeugen bearbeiten lässt. Es bildet saubere Späne und die Werkzeuge neigen auch nicht zum Verschmieren. Hier schon mal der erste Versuch mit einem provisorisch eingesetzten Stück Draht. Man sieht, dass die beiden Hälften der Figur wunderbar fluchten. Sie drücken sich nicht auseinander. Und so sollte dann später die ganze Mechanik auch weiterhin leichtgängig bleiben, selbst wenn sich beim Verkleben eine kleine Ungenauigkeit bei der Flucht der beiden Körperhälften einstellen sollte. Die Kröpfung von dem Draht für den Arm erfolgt mit einer sehr kleinen und feinen Pinzette. Sie sollte so klein wie nur geht ausfallen, damit der Exzenter nachher nicht allzu weit aus dem Rücken heraussteht. Obwohl der Draht nur 0,3 mm hat, ist er aufgrund von seiner Härte doch relativ schwierig in so kleinen Dimensionen zu biegen.
Der Stelldraht wird wie gesagt aus einem Stück von dem 0,25 mm Oberleitungsdraht gefertigt. Der ist deutlich weicher als der Draht für den Arm. Dafür wickele ich ihn einmal straff um die Spitze der Pinzette, ziehe ihn nochmal zusammen und schneide ihn ganz kurz bündig oberhalb der Schlaufe ab. Die beiden Teile werden dann vor der Montage im Rücken zusammengesteckt. Das Problem ist, dass sich der Exzenter nicht so weit zusammenbiegen lässt, um ihn am Stück von hinten durch diese ausgefräste Öffnung im Rücken zu montieren. Deswegen habe ich dann vorsichtig die Schulter mit einem Skalpell aufgeschnitten und mit einem kleinen Uhrmacherschraubendreher so weit auseinandergedrückt, dass ich den Exzenter samt Stelldraht einlegen konnte. Zum Verschließen von dem Skalpellschnitt in der Schulter eignet sich ein kleines Stückchen Zigarettenpapier, das getränkt mit einem Tropfen Sekundenkleber wirklich sehr stabil wird und nach dem Bemalen überhaupt nicht mehr auffällt. Man vermeidet so die Gefahr, dass ein Tropfen Sekundenkleber in die Bohrung fließen könnte und die Drehbewegung der Achse endgültig zunichte macht. Ab jetzt sollte man ohnehin die Mechanik nach jedem Arbeitsschritt auf ihre Leichtgängigkeit überprüfen. Der direkte Vergleich mit der Fissmann-Ausführung zeigt aber jetzt schon, dass sich die Mühe lohnen wird. Trotz allen Bemühungen ragt der Exzenter doch ein klein wenig aus dem Rücken heraus. Ich habe dann um das Loch herum eine kleine Hilfskonstruktion aus 0,25 mm Poly geklebt. Die trägt gerade so weit auf, wie der Exzenter es an seiner jeweiligen Position erfordert. Die ganze Konstruktion wurde dann mit dem im letzten Video gezeigten Schnellkleber satt eingelassen und für ein paar Stunden zum Aushärten liegen gelassen. Danach habe ich das Ganze mit Diamantschleifstiften und hier auch wieder mit langsamer Drehzahl in die endgültige Kontur geschliffen. Die Feinbearbeitung erfolgt dann noch mit einem 400er Schleifpapier. Die Öffnung wird dann mit einem Stück Zigarettenpapier verschlossen. Für einen exakten Zuschnitt sind diese feinen Linien im Papier natürlich äußerst hilfreich. Den Sekundenkleber habe ich wirklich nur in ganz kleinen Tropfen mit einem Stück Draht aufgetragen, damit auf gar keinen Fall die Mechanik verklebt. Der wird dann immer punktuell auf die Figur aufgebracht und danach wird das Zigarettenpapier zügig mit der Pinzette eingearbeitet. Nach jedem Auftrag habe ich immer wieder die Mechanik getestet, damit da ja nichts blockiert. Nach dem Aushärten des Sekundenklebers ergibt sich so eine nicht saugende, sehr tragfähige Haut, die sowohl mit Wasser als auch mit Kunstharzfarben bemalt werden kann. Da ich den Skalpellschnitt in der Schulter vorher schon auf dieselbe Art und Weise verschlossen hatte, kann jetzt hier auch kein Sekundenkleber mehr reinlaufen. Auch den Austritt der Armdrahtbohrung auf der anderen Seite habe ich mit einem kleinen Stück von diesem Zigarettenpapier verschlossen. Obwohl das Papier so dünn ist, hat es doch ausreichend Stabilität, damit man die beim Andrücken der seitlichen Flächen entstehenden Falten quasi ineinander einmassieren kann. Dadurch beschränken sich die abschließenden Spachtelarbeiten auf ein Minimum. Nachdem das Loch vollständig verschlossen ist, erfolgt nochmal eine letzte Funktionskontrolle. Und nachdem diese positiv ausgefallen ist, hat man den schwierigsten Part jetzt schon geschafft. Und da ich das Material gerade zur Hand hatte, habe ich schon mal die Schürze vorbereitet. Die wurde hier provisorisch mit einem schmalen Klebestreifen fixiert, aber die endgültige Montage erfolgt erst nach dem Bemalen der Figur. Man kann sie aber jetzt schon mit Sekundenkleber trinken, damit sie ihre Form behält. Man muss dabei bloß aufpassen, dass sie nicht an den Beinen kleben bleibt. Und jetzt habe ich erstmal Bock auf einen richtig leckeren Döner. Und der entsteht aus einem PU-Blockmaterial, das normalerweise gerne für Uhrmodell und Formenbau benutzt wird. Und es liefert praktischerweise auch gleich die passende Grundfarbe. Mit zwei gleichzeitig laufenden Proxon-Maschinen lässt sich dann sehr schnell die Grundform modellieren. Dann wird die Oberfläche noch mit einem groben Schleifpapier aufgeraut. Und zum Schluss kann man auch noch händisch die etwas runden Konturen brechen. In dem Fall natürlich bei stehender Maschine.
Dann kann man noch mit einem Skalpell die typischen Fleischlagen durch Einritzen imitieren. Der erste Farbauftrag mit Beige deutet dann die Speckschichten an. Es folgt eine schokobraune Grundlasur, gefolgt von einem etwas orangeligeren Farbauftrag, der das austretende Öl und Fett aus dem Fleische darstellt. Und das abschließende Garnieren mit Schwarzbraun erzeugt die typischen krustigen Spitzen auf unserem leckeren Dönerspieß. Und da steht er nun vor seinem Grill, aber immer noch ohne Schürze. Die Inspiration für die Details vom Grill sowie die Schaufel und das Messer, die habe ich mir bei diversen Ortsterminen geholt. Habe das Ganze dann am Rechner gezeichnet, damit später die Proportionen zusammenpassen. Und natürlich brauchen wir noch ein paar Stammkunden. Die beiden musste ich erstmal aus ihrer innigen Umarmung lösen. Dann habe ich ihren Rock ein bisschen gerafft und dem Kollegen seine typische Haarpracht verpasst. Und wenn ihr glaubt, dass ihr diesen bärtigen Herrn schon mal irgendwo gesehen habt, ja, der ist schon mal durch die Videos gelaufen und von seiner Partnerin habe ich auch schon in einem anderen Film mal berichtet. Da unser Chef direkt vor seinem Spieß steht, bietet es sich an, den Getriebemotor sowohl für die Drehung des Döners als auch für die Erzeugung des Hubs für die Armmechanik zu nutzen. Und da diese kleine Bastelei als Geburtstagsgeschenk im Rahmen einer Familienfeier überreicht werden sollte, wollte ich natürlich die Spannung bis zum Schluss aufrechterhalten. Und wie erwartet kam natürlich sofort nach dem Enthüllen die Frage: „Der dreht sich aber nicht wirklich, oder?“ Naja, kommt natürlich drauf an, ob unser Pärchen an dem Laden vorbeiläuft oder reingeht. Und deswegen habe ich unsere Kunden mit einem kleinen Messingstift versehen, der dann 2 Kontakte unter der Grundplatte kurz schließt und die ganze Geschichte zum Laufen bringt. Um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, habe ich noch einen kleinen versteckten Taster auf der Bodenplatte montiert, mit dem man eine LED einschalten kann, und damit wird die Spiegelfolie wie im guten Krimi durchsichtig. Bei genauerem Hinsehen sieht man oben links sogar die beiden Kontakte, die von dem dünnen Messingdraht kurz geschlossen werden, um die Mechanik zu starten. Und ich glaube, jetzt wisst ihr auch, woher dieser Kanal seinen seltsamen Namen bekommen hat. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Appetit bekommen, natürlich auf mehr Videos, und deswegen wieder der Hinweis: Wenn ihr mehr sehen wollt, drückt die Glocke für ein Abo, damit ihr immer rechtzeitig informiert werdet, wenn ein neues Video hochgeladen wurde. Danke euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.